In den letzten Folgen haben wir aus unserem kleinen Städtchen ein florierendes und wohlhabendes Handelszentrum erschaffen. Wir produzieren jede Menge Güter, die wir exportieren, wir importieren und unsere Gebäude haben sich auf die höchste Stufe der Plebejer-Gebäude entwickelt, nämlich die herrschaftliche Insula. Und diese benötigt nun zur weiteren Entwicklung Wein, um wohlhabende Patrizier einziehen zu lassen. Und damit haben wir eine weitere Gesellschaftsschicht im Römischen Reich, nämlich die Patrizier, die Wohlhabenden und Reichen, die nicht mehr arbeiten und dementsprechend nicht mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Was das für eine Stadt bedeuten kann, möchte ich euch zeigen. Wir haben mittlerweile Wein in unserem Lagerhaus, den wir importiert haben, und wir warten jetzt, bis unsere Marktfrau diesen Wein für den Markt entsprechend holt. Wir haben eine Arbeitslosenquote von 8%. Das heißt, wir haben 95 Arbeitslose. Und wir schauen jetzt mal, wie sich das verändert, wenn sich unsere herrschaftlichen Insulas in Villen verwandeln. So, unsere Marktfrau ist hier. Sie hat Wein gekauft. Und wir haben unsere erste Villa hier. Das ist die kleine Villa. Und wir sehen, dass in einer kleinen Villa 40 Bewohner Platz haben. Die herrschaftliche Insula hat für 84 Bewohner Platz. Das heißt, in der kleinen Villa sind 44 Bürger zu viel, die jetzt entsprechend auf die Straße geschmissen werden. Das sehen wir hier. Man hat mich aus meinem Haus geworfen. Und das heißt gleichzeitig, der Anteil der Bewohner in der herrschaftlichen Insula, die für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, sind nicht mehr da. Dementsprechend ist unsere Arbeitslosenquote natürlich runtergegangen. Hier auf 61 Arbeitslose nur noch. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn sich noch mehr Villen entwickeln. So, wir haben mittlerweile 4 Villen und wir haben auch gerade schon die Nachricht bekommen, jetzt fehlen Angestellte. Wir gucken kurz. Und wir sehen, für Unterhaltung und für Gesundheit haben wir nicht mehr genügend Arbeitskräfte, um die Stellen maximal zu besetzen. Daher sollte man voll entwickelte Stadtviertel, in dem nur Plebejer wohnen und leben, nicht in Villen umwandeln, da das wirklich einen starken Einfluss auf die Arbeitskräfte hat. Zudem brauchen Villen für die weitere Entwicklung Platz, den sie hier in diesem Block dann später nicht haben. Das Beste ist also hier, ein eigenes Villenviertel zu errichten. Wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt. Unser neues Villenviertel werden wir entsprechend hier errichten, nämlich hier, wo dieser große Wald ist. Den werde ich jetzt erstmal großflächig roden. So, die Frage ist jetzt, warum gerade hier? Nun, wir haben hier ein schönes großes Stück, was am Fluss liegt, was sowieso per se eine höhere Attraktivität hat. Wir haben die Möglichkeit, hier Nahrungsmittel anzubauen und dementsprechend brauche ich ja natürlich auch jede Menge Platz dafür. Um aber unser Villenviertel jetzt noch entsprechend zu konzipieren, möchte ich gerne noch ein paar Änderungen in meiner Stadt vornehmen. Und zwar brauchen wir ein neues Stadtgebiet, wenn wir das Villenviertel errichten, da wir jede Menge neuer Dienstleistungsgebäude und auch Produktionsgebäude brauchen. Und das kriegen wir jetzt hier mit 8% Arbeitslosigkeit nicht hin. Deswegen werde ich hier schon mal etwas vorbereiten, damit ich entsprechend ein neues Stadtgebiet errichten kann. So, ich habe hier nochmal ein neues Silo gebaut, was ich nur entsprechend auf Weizen eingestellt habe. Dieses habe ich jetzt hier nur auf Obst eingestellt. Habe hier nochmal ein neues Lagerhaus gebaut, was ich jetzt nur für Möbel habe. Also ich habe jetzt hier wirklich 3 Lagerhäuser für meine 3 Produkte. Und habe hier nochmal einen neuen Loop gebaut, um hier noch entsprechend Farmen zu errichten. Ich werde jetzt schon mal im Groben das neue Stadtgebiet für die Versorgung unseres Villengebietes errichten.
So, hier ist jetzt unser neues Stadtgebiet und wir sehen, diesmal ist es verbunden mit der Stadt und hier kann sich der Markt also wirklich auch an den Nahrungsmitteln und auch hier an den Produkten entsprechend bedienen, sodass wir nicht zusätzlich Produktionsstätten errichten müssen. Ich werde jetzt mal das Villenviertel im Grundaufbau erstellen und dann kurz erklären. Ich habe jetzt mein Villenviertel in der Grundstruktur mal aufgebaut. Wir haben jeweils immer eine Parzelle und dann habe ich eine Fläche von 4×4 mit den Gärten soweit abgezirkelt. Das wird später mal die Grundfläche der letzten Ausbaustufe der Villen sein, deswegen werde ich das jetzt schon entsprechend mit Gärten abzirkeln. Dann habe ich hier jeweils immer eine kleine Statue hingesetzt. Das dient zur Regulierung des Ausbaus der Villen. Da werde ich aber nachher noch ein bisschen was zu sagen. Und wir haben unsere Villen entsprechend auch schon mit Wasser versorgt, mit diesen beiden Brunnen. Das können wir hier in der Spezialkarte auch nochmal sehen, Wasser, und wir sehen, dass hier diese einzelnen Gebäude, das ist ja hier, die haben jetzt Versorgung mit frischem Wasser aus dem Brunnen. So, das wäre jetzt die Grundstruktur und ihr seht, ich baue das in diesem Format eben keinen Loop, sondern eine lange Straße, damit diese Villen im weiteren Verlauf mit allem versorgt werden, was sie benötigen. Das ist sozusagen die Königsklasse in der Ausbaustufe der Gebäude von Caesar 3, die wirklich in der letzten Ausbaustufe der Villen zu erreichen. Und das kann bei einem Loop dann schon zu Versorgungsschwierigkeiten kommen. Daher baue ich eine lange Straße, an der ich dann halt diese Villen entwickeln lasse. Ein Ende der Straße werde ich die ganzen Versorgungsgebäude errichten, Farmen und Lagerhäuser. Auf der anderen Seite die ganzen Dienstleistungsgebäude. Und da wir nur eine Straße haben, kann ich sicher gehen, dass wirklich alles in regelmäßigen Abständen auch besucht wird und unsere Villen den maximalen Zugang zu allem haben, was sie benötigen. Zwischendurch habe ich hier noch einen Marmorsteinbruch gebaut. Mit dem können wir zwar nicht handeln, aber ich möchte in meinem Villenviertel große Tempel bauen und auch Orakel und dafür brauche ich nun mal halt Marmor. Soweit sind wir aber noch nicht. Wir werden jetzt erstmal für die Grundversorgung unseres Villenviertels sorgen, nämlich für Nahrung. Wir haben die Nahrungsmittelproduktion jetzt hier für unser Villenviertel errichtet und die ersten Siedler sind schon dort. Und wir warten nun, bis die erste Entwicklung beginnt. So, wir brauchen schon die nächsten neuen Mitarbeiter. Wir haben zu wenig Angestellte. Das ist der Startpunkt für unser drittes Stadtgebiet. Wir haben unser drittes Stadtgebiet jetzt schon mit Parzellen ausgewiesen und wir sehen, wie unsere Neubürger schon dieses Stadtgebiet besiedeln. Ich habe natürlich hier noch Präfekturen und Ingenieursbauten errichtet und 2 Märkte für die direkte Versorgung. Und ich habe auch mein Villenviertel schon weiterentwickelt. Nachdem ich jetzt 10 Einheiten Marmor hatte, habe ich hier die großen Tempel für unsere Gottheiten errichtet. Und ich habe hier 2 Lagerhäuser, die ich entsprechend eingestellt habe. Und zwar Geschirr produziere ich in meinem Villenviertel selber und fordere Möbel an. Und bei dem anderen habe ich Öl, was ich anfordere, und Wein, den ich selber herstelle. Das habe ich hier entsprechend auch schon gebaut, ein Weingut, Weinkellerei, und hier habe ich auch schon die Töpfereien, sodass sich unser Markt mit allen Gütern versorgen kann und sich hier diese Gebäude entsprechend entwickeln können. Wir werden jetzt so nach und nach diese Gebäude entwickeln lassen, bis wir zu den ersten Villen kommen. Dementsprechend werden wir natürlich nach und nach im Villenviertel unsere Kultureinrichtungen bauen und natürlich auch das weitere dritte Stadtgebiet hier entsprechend nach und nach entwickeln, sobald wir neue Arbeitskräfte brauchen.
Unser Villenviertel entwickelt sich weiter. Wir haben jetzt schon die große Insula und wir müssen natürlich jetzt ein Kolosseum bauen. Zum Kolosseum ist noch zu sagen, dass es hier sich genauso wie beim Amphitheater verhält. Das Kolosseum arbeitet auch nur mit Gladiatoren, aber ist natürlich effektiver, wenn es mit Löwenbändigern noch entsprechend versorgt wird. So, ich habe jetzt alles nochmal mit Gärten aufgefüllt und wir haben jetzt die herrschaftliche Insula und die können sich jetzt entsprechend zu den Villen entwickeln. Wir haben Wein im Lagerhaus, das sollte jetzt gleich erfolgen. So, unser Villenviertel ist jetzt tatsächlich ein Villenviertel mit der kleinen Villa und die benötigen nun neben einer Klinik das Krankenhaus. Das finden wir hier unter den Gesundheitseinrichtungen und dann setzen wir das Krankenhaus hier hin. Allerdings brauchen wir auch mehr Attraktivität. Das ist bei Villenviertel ganz wichtig, hohe Attraktivität. Deswegen werden wir jetzt hier nochmal große Statuen setzen, die immer eine große Wirkung auf die Attraktivität haben. Mit dem Krankenhaus bzw. mit dem Zugang zum Krankenhaus entwickeln sich jetzt hier unsere mittleren Villen. Und diese benötigen nun einen Zugang zur Akademie. Die Akademie finden wir hier bei den Bildungseinrichtungen und wir setzen sie entsprechend hier in unserem Zentrum für die ganzen Kulturgebäude. Mit dem Akademiezugang haben wir die große Villa. Und wir sehen, dass wir jetzt wirklich weiter die Attraktivität des Stadtbezirks erhöhen müssen. Ich werde jetzt noch mal ein paar Plätze setzen. So, und nun sind wir nämlich so weit, dass die große Villa bzw. unsere Patrizier eine dritte Nahrungsmittelart haben möchten. Wir haben ja jetzt schon Obst und Weizen und Gemüse wird ja schon bei unserem anderen Wohngebiet importiert, aber wir haben noch die Möglichkeit, Fisch zu produzieren als dritte Nahrungsmittelart, was wir jetzt auch entsprechend machen werden. Dafür brauchen wir einmal die Werft und einen Kai. Ich baue direkt 2. Und natürlich brauchen wir noch ein Silo für den Fisch. So, nun müssen wir natürlich warten, bis der erste Fisch im Silo ist. Gleichzeitig lasse ich natürlich hier dieses Wohngebiet weiterentwickeln, damit wir immer genügend Arbeitskräfte haben. Man kann natürlich fragen, warum ich überhaupt diesen Aufwand betreibe, diese Villen so weit zu entwickeln. Die Errichtung von Villenvierteln hat 2 Gründe. Das erste und die wichtigste ist die Wohlstandswertung. Wenn eure Stadt einen bestimmten Status erreicht hat bei der Entwicklung der Wohngebäude und auch der Stadtkasse und anderen Faktoren zur Beeinflussung der Wohlstandswertung, bleibt sie dann auf einem gewissen Stand stehen. Ich kann diese nur erhöhen, indem ich noch bessere Gebäude entwickeln lasse als die herrschaftliche Insulas. Und das sind nun mal halt die Villen. Also mit Villen erreiche ich eine noch höhere Wohlstandswertung. Der zweite Grund ist, dass Villen sehr viel Steuern zahlen. Also Villen zahlen meist fast doppelt so viel Steuern wie die herrschaftlichen Insulas und bringen somit relativ viel Geld in die Stadtkasse. Ich möchte noch auf eine Sache aufmerksam machen, gerade wenn man am Anfang Villenviertel entwickelt, kann es sein, dass der Markt den Bedarf an bestimmten Gütern nicht voll und ganz erfüllen kann, weil einfach noch nicht so viel Waren dort sind. Das heißt dann, dass sich die Villen zurückentwickeln können. Ich möchte das hier an diesem Beispiel mal zeigen.
So, wir haben jetzt hier nur noch eine Einheit Möbel, Öl und Wein. Das heißt, wenn gleich nicht die Marktfrau kommt, um die Villen zu versorgen mit den entsprechenden Gütern, werden sie sich zurückentwickeln. Wie das aussieht, möchte ich dann zeigen und wie man da entsprechend agieren muss. So, wir sehen, die Villen haben nicht mehr die entsprechenden Güter und entwickeln sich zurück. Wenn die Marktfrau jetzt gleich kommt, können sie sich wieder weiterentwickeln. Ihr seht, dass diese Aufteilung in den Parzellen willkürlich vom Spiel generiert wird. Und hier müsst ihr gucken, dass ihr das so wieder entsprechend platziert, dass sich die Villen auch wieder voll entwickeln können. Hier sieht man das. Deswegen habe ich hier diese kleinen Statuen errichtet, damit bei der Neuentwicklung der Villen diese sich nicht an anderen Stellen entsprechend entwickeln. So sehen wir hier zum Beispiel, die können sich nicht weiterentwickeln wegen diesen kleinen Casas. Die muss ich dann löschen. Da muss ich einfach entsprechend agieren. Damit sie sich entsprechend weiterentwickeln kann. Hier zum Beispiel müsste ich wieder Gärten setzen. So, und nachdem jetzt diese hier auch noch entsprechend einen Akademiezugang bekommen hat, wird sie sich auch wieder zu einer großen Villa entwickeln. So, und das muss ich einfach weiter beobachten. Irgendwann stabilisiert sich das und der Markt kann die Villen entsprechend mit allen Gütern versorgen. Für unser Villenviertel möchte ich noch ein paar Modifikationen durchführen, um es zu optimieren. Wir brauchen definitiv noch ein Kai, weil wir einfach zu wenig von der dritten Nahrungsmittelart haben. Und ich möchte hier noch als Lagerhaus bauen für Möbel, weil einfach wir sehr viel Geschirr produzieren und dementsprechend ich das jetzt hier ein separates Lagerhaus nur für Möbel haben möchte. So, des Weiteren gucken wir mal, wie das jetzt hier aussieht. Große Villa, ja, wie gesagt, die brauchen jetzt erstmal alle eine dritte Nahrungsmittelart und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Unsere Villen haben sich jetzt zu den herrschaftlichen Villen entwickelt, nachdem sie jetzt eine dritte Nahrungsmittelart haben. Und sie wollen jetzt eine zweite Sorte von Wein. Das ist natürlich hier jetzt ganz einfach, weil wir produzieren eine Sorte und die andere Sorte müssen wir importieren. Da wir aber hier in unserem separaten Villenviertel keinen Dock haben, können wir jetzt einfach nur Wein auf Importieren stellen, obwohl wir jetzt keine Ware wirklich importieren, reicht das schon, um unsere Villen zu einem kleinen Palast entwickeln zu lassen. Und hier sehen wir schon, dass diese Behausung jetzt bald sich erweitert und zu einer höheren Stufe aufsteigt. Das möchte ich aber jetzt noch schnell mit etwas Attraktivität sichern. Deswegen muss ich mal ganz kurz in Geschwindigkeit und das mal auf 1 setzen und ganz schnell große Statuen bauen. Das ist nämlich ganz wichtig. So. Und wir sehen, wir haben den mittleren Palast. Und dieser benötigt nun die letzte Unterhaltungseinrichtung, die wir haben, nämlich das Hippodrom. Das Hippodrom ist so die Krönung der Unterhaltungseinrichtung, braucht aber jede Menge an Mitarbeitern, nämlich 150 Arbeitskräfte. Das ist natürlich jede Menge. Und jetzt muss ich erstmal schauen, dass wir so viel in unserer Stadt auch haben, weil sonst diese Einrichtung nicht funktioniert. Wir gucken mal kurz in unseren Arbeitsberater. 102, das reicht noch nicht. Ich habe extra jetzt das hier entsprechend mal hochgepusht, dass hier jetzt noch
Bürger einziehen. Wir haben jetzt genügend Mitarbeiter. Ich habe hier nochmal so ein kleines Wohngebiet aufgebaut und wir bauen jetzt unser Hippodrom. Das finden wir hier. Das ist ein ziemlich großes Gebäude. Das setzen wir hin und wir müssen das Spezialgebäude bauen, den Wagenbauer. Dann schauen wir mal, was passiert mit unserem mittleren Palast. Ja, wir haben jetzt hier den großen Palast und aufgrund der sehr guten Attraktivität wird er sich direkt weiterentwickeln. Hier steht er schon, die Behausung wird sich jetzt entsprechend weiterentwickeln, nämlich zum Luxuspalast. Und das ist wirklich die Spitze, die wir in unserer Bebauung erreichen können. Und der Text sagt es schon, das ist wirklich die Spitze der römischen Gesellschaft und das zu erreichen ist schon eine beachtliche Leistung. Dann wollen wir mal schauen, ob sich die anderen auch noch in Luxuspaläste entsprechend entwickeln. Ja, und hier ist jetzt mein kleiner Trick, den ich habe, nämlich hier diese Statuen, die verhindern, dass ich das jetzt in 4x4 entsprechend ausbauen kann und ich kann jetzt das entsprechend steuern. Und das ist natürlich ganz gut, damit sich die Entwicklung so nach und nach einstellen kann. Also wenn ich die beiden jetzt hier wegmache, entwickeln sie sich entsprechend weiter. So, und das kann ich natürlich auch jetzt hier noch machen. Ich kann natürlich jetzt auch einen Augenblick warten. Ja, und nun haben wir es. Wir haben unsere 6 luxuriösen Paläste und damit bin ich eigentlich am Ende des Tutoriums für Caesar 3. Wir haben alles erreicht, was wir wollten. Wir haben eine wunderbare Luxusgegend hier. Wir haben hier eine wunderbar funktionierende Stadt mit herrschaftlichen Insulas. Wir haben Betriebe und unsere Stadtkasse ist super gefüllt. Ich würde sagen, das war ein sehr erfolgreiches Tutorium. Man könnte jetzt die Stadt weiterentwickeln lassen, man kann weitere Stadtgebiete aufbauen, so wie wir das jetzt gerade gemacht haben, entweder autark oder halt über eine zentrale Versorgungsstelle, wie wir es hier haben. Wir können weiter Produktionsstätten bauen, um den Export weiterzubringen und somit eine Metropole entwickeln lassen. Das werden wir jetzt hier nicht machen. Wir haben jetzt ja alles Wichtige besprochen, was wir für eine funktionierende Stadt brauchen. Ich möchte noch kurz auf die Berater eingehen. Ich habe nicht alle Berater entsprechend angesprochen. Den Arbeitsberater hatten wir. Der Militärberater brauchten wir in dieser Mission jetzt nicht, weil wir keine Legionen haben. Den Imperatorsberater haben wir auch entsprechend besprochen. Die Wertungen. Für das Enddurchspiel sind die Wertungen eigentlich nicht so wichtig. Bei den Kampagnen werden wir uns entsprechend mit den Wertungen beschäftigen müssen, weil der Imperator uns Wertungen vorgibt. Den Handelsberater hatten wir. Kommen wir noch zu unserem Bevölkerungsberater. Der ist auch sehr interessant. Wir haben hier 3 Diagramme. Wir haben hier die Zusammensetzung der Bevölkerung und das ist ganz wichtig, weil von der Gesamtbevölkerung ist ungefähr 2/3 der Bevölkerung Arbeitskräfte und zwar Arbeitskräfte zwischen 22 und 50 Jahre. Also hier in diesem Bereich ist unser Arbeitskräftepotenzial. Das kann aber mit der Zeit sich verändern, nämlich wann diese Spitze wandert mit der Zeit in diese Richtung. Und wenn wir dieses Spiel zum Beispiel sehr lange spielen, kann es sein, dass wir trotz ausreichender Bevölkerung zu wenig Arbeitskräfte haben, weil einfach die Bevölkerung älter geworden ist. Wie können wir das entsprechend verändern? Wir können nur weiter neue Stadtgebiete planen und Neubürger in die Stadt bringen, die diese Bevölkerungs- bzw. Alterszusammensetzung wieder verändert oder nach und nach bestehende Stadtviertel abreißen und neu besiedeln lassen. Wir haben hier noch das Diagramm der Gesellschaft, da können wir sehen, welche
Bewohner in welchen Gebäuden leben. Also wir sehen, dass ein Großteil hier in den Insulas leben und ein Teil in Palästen. Hier nochmal der geschichtliche Verlauf, wie unsere Bevölkerung mit der Zeit entsprechend gewachsen ist. Kommen wir zum Gesundheitsberater. Er zeigt uns an, wie viele Gesundheitseinrichtungen aktiv sind und wie der entsprechende Wert ist. KA heißt, dass es keine Auswirkungen hat. Eigentlich heißt das, es ist alles soweit in Ordnung. Wir sehen, ein Krankenhaus für 1000 Patienten ist für die große Stadt zu schwach und müsste durch ein neues Krankenhaus oder durch ein weiteres Krankenhaus verbessert werden. Das gleiche gilt für den Bildungsberater. Hier können wir sehen, wie viele Einrichtungen wir haben, wie viele Kinder, Studenten oder Personen diese entsprechend dienen und wie die Versorgung ist. Und wir sehen, für die Entwicklung der Stadtgebiete ist das alles vollkommen ausreichend, aber die Versorgung ist nur durchschnittlich. Das heißt, wenn ich die Kulturwertung erhöhen möchte, muss ich weitere Schulen und Akademien bauen, obwohl ich sie eigentlich für die Entwicklung der Stadtgebiete nicht mehr benötige. Das gleiche gilt auch bei dem Unterhaltungsberater. Wie viele Unterhaltungseinrichtungen habe ich und wie ist die Versorgung? Wir sehen hier, dass es, obwohl alles wunderbar entwickelt ist, wir zum Beispiel zu wenig Theater haben und dass wir das durchaus noch verbessern können, indem wir weitere bauen. Das beeinflusst dann wieder die Kulturwertung. Religionsberater hatten wir, den Finanzberater hatten wir und auch den obersten Berater hatten wir besprochen. Ja, komme ich jetzt zum Ende dieses Tutoriums. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Wir sehen uns zu den Kampagnen. Ich bin euer Dominus und sage Tschüss.